warum habe ich manchmal totale Lust auf meinen Freund und vielleicht dessen Freund auch noch und den Postbote auch gleich noch. Und Genau. manchmal denke ich, oh, Männer, weg, fass mich nicht an. Ja. Und dass das nicht jedes Mal eine Mhm. Beziehungskrise bedeutet, oh Gott, ich habe mir den falschen Mann ausgesucht. Ja, Okay, wichtig. ich bin jetzt in der Zyklusphase. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, ihr Lieben, ihr seid hier und ich freue mich riesig. Herzlich willkommen in Loslassen und gemeinsam wachsen. Heute zu einem ganz neuen Format. Nicht ganz neues Format, aber zu einem Format, das jetzt regelmäßiger kommen wird. Ich habe nämlich Anina Diebold, meine Herzensfreundin, als Gesprächspartnerin rund um Mutterschaft und Elternschaft für Loslassen und gemeinsam wachsen gewinnen können und freue mich so unglaublich, dass das klappt und dass sie begeistert ist und Lust hat, ihre Expertise rund um Frausein, Weiblichkeit und Mutterschaft hier in Loslassen und gemeinsam wachsen einzubringen. Wir starten dieses Gespräch rund um den Zyklus direkt, nämlich mit dem Titel Ich könnte nur heulen. Ich freue mich riesig, dass Anina hier ist, dass sie Teil ist jetzt von Loslassen und gemeinsam wachsen, mir als Gesprächspartnerin in der Tiefe dieser Herausforderungen, die wir als Mütter ebenso haben, zur Seite steht, Feedback gibt und wir ganz viele Themen, die wir im Privaten schon besprechen, nun endlich auch für dich zur Verfügung stellen. Heute geht es, wie schon gesagt, darum, wie uns unser Zyklus, der weibliche Zyklus, positiv beeinflusst, warum es so unendlich gut ist, wenn wir uns hier entdecken, wenn wir uns wirklich entdecken. Und alles Weitere, das erfährst du direkt, wenn du jetzt einfach mal reinhörst. Ich wünsche dir viel Freude mit uns beiden in diesem Interview, in diesem Gespräch, das wir so führen und freue mich auf alles Weitere, was kommt. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier im Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen mit einem neuen Format. Anina, du bist heute mein neues Format. Oh. Bevor wir loslegen, wir zwei mit 1000 Dingen, die wir eigentlich zu erzählen haben, fange ich, glaube ich, mal an zu berichten, wie es jetzt dazu kommt, dass ich dich quasi in mein neues Format einlade oder eingeladen habe. Und es ging über WhatsApp zwischen Bäcker und Bauernladen beim Einkaufen, witzigerweise. Also für alle, die es noch nicht wissen, die Anina und ich, wir sind irgendwie, kann man sagen, seelenverwandt? Nee, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, doch? Ja? Kommt schon sehr nah dran, ja. Kommt schon sehr nah dran, gell? Ja. Instagram hat uns irgendwie zusammengebracht und seitdem schwingen wir irgendwie total auf einer Linie und es ist so schön, den Austausch mit dir zu haben und mit dir befreundet zu sein. Es ist mir eine große Ehre. Und tatsächlich war es so, dass ich beim Bäcker stand. Ich stand beim Bäcker und habe mir gedacht, meine Güte, wir zwei so viel über WhatsApp, Telegram, Instagram, schicken uns Dinge hin und her, besprechen ganz viele Situationen, die wir als Mamas im Alltag erleben, als Frauen erleben, mit allen Themen, die das sind in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, mit dem, was uns bewegt, tiefst bewegt. Und da habe ich mir gedacht, warum teilen wir das eigentlich nicht? Warum machen wir einen Teil dieser Gespräche, den privaten Teil nehmen wir natürlich raus, aber das, was so relevant ist für so viele Frauen, drüber nachzudenken oder die Erfahrungen, die wir haben, die Kompetenzen, die wir mitbringen, warum teilen wir das eigentlich nicht mit den anderen Frauen hier draußen, die Lust haben, sich das anzuhören? Und mit diesem Gedanken kam bei mir tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, ich sehne mich so sehr für meinen Podcast nach Gesprächspartnern für genau diese Themen. Es macht total Spaß, in die Kamera zu gucken und über was zu berichten, aber im Dialog ist es einfach so viel schöner, weil sich so viel mehr ergibt. Habe ich dir geschrieben, beim Bäcker stehen. Anina, hättest du nicht Lust, dass wir zusammen im Podcast uns regelmäßig treffen? Und so auf dem Weg vom Bäcker zum Bauernladen habe ich dir, glaube ich, schon 4 Themen vorgeschlagen, die mir so abrupt kamen, worüber wir sprechen könnten. Und du, ja, bin ich dabei. So,
jetzt bist du da. Wir nehmen gerade unsere erste gemeinsame Folge auf für Loslassen und gemeinsam wachsen rund um, ich habe noch keinen Namen für dieses neue Format, aber letztendlich geht es um zwei Frauen reden über Mutterschaft, über Frausein, über Beziehungen, was das Leben irgendwie so ausmacht hier in unserer Welt, was uns so betrifft, welche Themen eben aufploppen, wenn wir achtsam, würdevoll, bedürfnisorientiert sein wollen, miteinander, als Frau, mit den Kindern, mit dem Partner. Es gibt ja so unendlich viel zu berichten. Und heute fangen wir tatsächlich mal an mit einem Thema, das ich mit so einem Seitenschlag meinen Frauen immer wieder sage, so, hast du schon mal auf deinen Zyklus geguckt? Dein Zyklus ist auch wichtig. Und dann habe ich gedacht, das nehmen wir jetzt gleich mal. Abgestimmt in Instagram, die Frauen haben gesagt, das hätten sie jetzt gerne als erstes Thema. Ich könnte nur heulen, wie mein Zyklus mich beeinflusst, in Klammern positiv. Habe ich mir aufgeschrieben, positiv mit Ausrufezeichen. Bevor wir loslegen, Anina, magst du dich kurz vorstellen? Magst du was sagen? Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, Manu, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Das kam wirklich so, ich weiß nicht mehr, wo es mich ereilt hat, als eine Nachricht. Wahrscheinlich warst du im Auto gerade unterwegs. Kann sein, dass ich im Auto war oder irgendwo an einem Wäschekorb oder so. Aber es war sofort so, ja klar machen wir das, voll. Weil es mir eben auch so geht. Also für mich fühlt es sich so ein bisschen an, als hätte Instagram uns wieder zusammengebracht. So, ich habe dich ein paar Leben wahrscheinlich vermisst und jetzt bist du wieder da. Und das finde ich total schön. Und es ist für mich eben das, was du schon gesagt hast, so das Besondere, dass wir so schnell auf so einer Welle zusammen unterwegs waren. Und ja, ich merke, es sind so viele Themen, die uns beide beschäftigen und begeistern und auch herausfordern. Ja. Und dieser Austausch mit dir, der ist für mich so mega wertvoll, weil ich manchmal erst im Austausch mit jemandem, und bei dir geht es mir besonders so, meine eigenen Dinge auch erkennen kann und Sachen sortieren kann. Manchmal sind es die Dinge, die du sagst, manchmal ist es, während ich dir was berichte, klärt sich plötzlich das Ja, Bild. genau, so ist das. Und das finde ich so schön und das ist für mich irgendwie auch die Motivation hinter diesem neuen, tollen Format von dir. Ja, dass wir wie die Frauen mitnehmen, indem wir in Austausch gehen und dann hoffe ich einfach, dass die eine oder andere, die zuhört, denkt, ja klar, kenne ich, geht mir auch so, oh, jetzt habe ich endlich ein Wort dafür oder jetzt habe ich endlich kann ich die Situation anders erkennen und einschätzen und kann von da aus weitergehen. Eben weil, ja, ich finde den Alltag als Mama in unserer Gesellschaft einfach auf diversesten Ebenen krass herausfordernd. Ja. Und ich sehe das als die allergrößte Aufgabe meines Lebens. Also ich habe 3 Töchter zwischen 13 und 4, eine 8-Jährige, eine 13-Jährige, eine 4-Jährige. Und die sind alle an einem ganz unterschiedlichen Punkt in ihrem Leben und haben alle unterschiedliche Themen. Und obwohl sich Dinge wiederholen, teilweise zum 3. Mal, manche Dinge erst zum 2. Mal, mit der 2. jetzt, merke ich, dass einfach, es gibt nicht den einen Weg und es gibt nicht das eine Rezept, wie machst du es richtig als Mama. Weil so unterschiedliche Menschen zu uns kommen und die Kinder so unterschiedlich sind in ihren Bedürfnissen, in ihrem Herangehen an Herausforderungen. Oder ja, einfach so, wie sie auf ihrem Lebensweg vorangehen und begleitet werden müssen und wollen und sollen, dass wir einfach mit jedem einzelnen Kind jeden Tag neu dazulernen. Und da in Austausch zu gehen und so die Bandbreite der Möglichkeiten irgendwie zu bekommen, das ist so ein bisschen ja, mein Wunsch auch für uns und für alle anderen, dass wir da uns gegenseitig einfach durchhelfen. Wir haben dieses Dorf nicht mehr. Wir leben nicht mehr in einem Dorf, wo man einfach selbstverständlich in Austausch mit der Tante, mit der Oma, mit der Nachbarin geht. Und zwar zwischendrin und dauernd. Genau, und zwar nicht jetzt treffen wir uns, weil ich habe ein Problemthema und dann wird ein Coaching draus, sondern so dieses, hey, wir kochen zusammen und reden nebenher. Ja. Oder ich erlebe das manchmal hier einmal. Klärung, das ist so echt so die Klärung. Ja. Genau, wo wir zusammensitzen, mehrere Generationen und wir stricken verschiedene Pullover und so weiter. Und das Allerschönste daran, ja klar, die Pullis sind toll am Ende, wenn man sie hat, aber das Schönste daran ist, dass eigentlich über dieses Arbeiten immer ein Gespräch entsteht und dann wirklich über Generationen Themen oder Erfahrungen weitergegeben werden und die Älteren hören von den Jüngeren was, ja, aber heute ist es eher so rum und die Jüngeren können von den Älteren was lernen. Das ist so ein mega Geschenk. Und ja, da hoffe ich, dass wir da an das so ein bisschen anknüpfen können und ein bisschen so einen virtuellen Strickkreis. Ja. Und es ist genau das, dass es das Gespräch einfach braucht. Also selbst diese Klärung, wie du gerade gesagt hast, das erlebe ich bei meinen Frauen regelmäßig. Schon allein in Gemeinsam wachsen, wenn ich denen die Frage stelle, stell dich mal vor und sag mir deine größten Herausforderungen, bekomme ich teilweise so eine Latte an schriftliches Feedback in der Facebook-Gruppe und dann steht drunter, boah, einfach weil ich das jetzt mal aufgeschrieben habe, war das schon so wertvoll. Und ich denke mir, ja, das war die erste Coaching-Session, weil in dem Moment, wo wir quasi das mal zu Wort bringen, aufschreiben ist ja
für uns selber voll gut, wenn wir keinen Gesprächspartner haben, das mal zu Papier zu bringen. Aber jemanden zu haben, der einem einfach mal zuhört, Feedback gibt, der als Gesprächspartner da ist, das ist so wertvoll, weil sonst sind wir so in unseren Gedanken drin, das sind immer die gleichen. Es ist ja immer dann so, kommt man dann nicht mehr raus, wenn man ständig mit seinen eigenen Gedanken zu tun hat und nicht mehr den Ausweg findet, mal das Loch zu finden. Paris im Kreisverkehr. Ja, totaler Kreisverkehr. Wirklich. Kreisverkehr, Anina. Stichwort Zyklus. Sehr gute Überleitung. Als ob wir das abgesprochen hätten. Super, kann ich einen Haken dran machen. Ja, genau, Haken dran. Wir haben, oder ich habe abstimmen lassen, so welche Themen interessieren die Frauen gerade. Und wir haben jetzt gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Zyklus-Thema an. Warum ist Zyklus und Frau sein eigentlich bei dir so gut aufgehoben? Sag mal. Bei mir? Ja. Also, Zyklus und Frau sein ist bei berufsbedingt mir gut aufgehoben, weil ich berufsbedingt, ich bin Hebamme eigentlich, einfach schon lange mit dem Thema konfrontiert bin, weil schwanger werden hat was mit dem Zyklus zu tun. Ja. Und ganz oft ist das Thema vor allem dann aufgetaucht, wenn Frauen mit Kinderwunsch zu mir kamen. Das waren oft Frauen, die vielleicht auch schon 1, 2 Fehlgeburten erlebt haben und dann wieder schwanger werden wollten und aus irgendeinem Grund haben die Kinder auf sich warten lassen. Und da ist immer ein erster Punkt, dass man mal an den Zyklus guckt und guckt, wie ist dein Zyklus? Ist der regelmäßig? Ist der verkürzt? Ist der verlängert? Wie fühlst du dich in welcher Phase? Dass man erstmal schaut, was sind da eigentlich an Auffälligkeiten vielleicht auch zu finden und sich mal damit befasst, wie fühle ich mich an welcher Phase in meinem Zyklus. Und oft geht das Thema dann viel weiter, dann geht man über den Kinderwunsch raus. Eigentlich hat es wirklich was mit Selbsterkenntnis zu tun am Ende. Und alleine die Aufgabe, über 3, 4, 5 Monate mal jeden Tag nur so ganz paar Stichpunkte aufzuschreiben, wie fühlst du dich, was sind für Emotionen in dir, bist du heute eher antriebslos oder eher energetisch unterwegs. Schon das alleine hilft, einfach ein Muster zu erkennen, was eigentlich jede Frau in ihrem Zyklus erlebt. Und das koppeln zu können, ist einfach genial. Bevor du gleich mit Sicherheit tiefer gehst, wie unser Zyklus, nein, alles gut, wie unser Zyklus eigentlich so funktioniert, steige ich voll ein, indem ich die Hosen runterlasse. Es ist immer am besten, wenn man so seine eigenen Erfahrungen teilt. Ja, mache ich. Ja. Ich habe ein Kleid gerade an. Na gut. Berufsbedingt kenne ich Frauen ohne Hosen. Ja, genau. Also gut, ich habe noch eine Hose an. Ich habe gestern Abend so bei der Einschlafbegleitung tatsächlich so ein bisschen über unseren heutigen Podcast nachgedacht und über meinen eigenen Zyklus natürlich nachgedacht und wann ich eigentlich wirklich damit in Kontakt kam. Und die Story ist eigentlich erschreckend. Ich finde meine Zyklus-Story insofern erschreckend, als ich natürlich das erste Mal meine Periode hatte, war das was Neues und was Aufregendes und ich wurde ganz liebevoll aufgefangen, tatsächlich, Gott sei Dank. Ja, das ist schon mal ein erster wichtiger Hinweis. Und dann ging es aber relativ schnell los, dass man mir so quasi die Pille verschrieben hat. Das ging so irgendwie so ineinander über, sage ich mal. Gab es noch ein paar Sachen vorher. Ich habe recht viel Sport gemacht als Jugendliche. So viel Sport, dass mein Zyklus ganz unregelmäßig war. Und weil er so unregelmäßig war, meinte die Frauenärztin, es wäre jetzt gut, wenn ich die Pille nehmen würde, damit quasi eine Regelmäßigkeit kommt. Die Pillenzeit bei mir war im Prinzip bis zum Kinderwunsch. Ich habe das nie hinterfragt, eigentlich. Das ist so die Erkenntnis, so, es ist halt jetzt so, wie so viele andere Dinge. Ne? Erziehung ist ja halt jetzt auch so und Frau sein ist halt jetzt auch so und dass wir irgendwie weniger Gehalt bekommen als Männer ist halt so. Ist so vieles so einfach so hingenommen, bis irgendwann mal dieser Aha-Moment kam und eigentlich auch die Persönlichkeitsentwicklung so mit Vollgas in Gang gegangen ist. Ja, die Pille, die hat eigentlich gemacht, dass ich mich gar nicht kennengelernt habe und gar nicht wusste, was eigentlich mein Zyklus so ist, weil hat man halt so. Man ist halt quasi Mensch wie Mann und blutet und das schaut man jetzt irgendwie, dass man kontrolliert und fertig. Ich war quasi immer gleich leistungsfähig. Natürlich mit den passenden Symptomen, die Pille so mit sich bringt. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht mit den Frauen, die du natürlich begleitest, dass die eigentlich nicht in Kontakt mit sich waren, nicht in Kontakt mit dem Körper, Intuition und überhaupt allem? Keine Ahnung haben, was ihr Zyklus eigentlich ist, noch nie gehört haben, was eine Follikelphase oder Lutealphase ist? Also auch den Körper zu beobachten im Zyklus, wie der sich unterschiedlich verhält, sich zu informieren über Zervixschleim, über die Muttermundsveränderung, über die Veränderung des Beckenbodens und so weiter. Das sind alles so Dinge, die waren mir auch kein Begriff. Habe ich auch in der Hebammenausbildung so nicht gelernt. Ja, klar hat man da so ein bisschen, ne? So ist der Zyklus und das sind die Phasen und da ist man fruchtbar und da nicht.
So, aber wie tief das mit uns verbunden ist, eigentlich, das haben wir natürlich nicht gelernt. Das war einfach schulmedizinisch. Und die Schulmedizin, die propagiert eben bei allen möglichen Schwierigkeiten die Pille. Und bei mir war das auch so, ich hatte extrem schlechte Haut und dann habe ich mit 17 einfach die Pille genommen, schwupp, waren die meisten Pickel weg und dann war es gut. Und war ganz praktisch, weil ich hatte dann auch einen Freund, dann war das auch gleich abgesichert und so. Ich habe das nicht hinterfragt. Und für meine Mutter war das, die ist immer sehr oft mit allem umgegangen, aber auch die hatte so ein tiefes Zykluswissen nicht. Das war eben was einmal im Monat kommt und ja, wenn du dich ein bisschen schlapp fühlst, dann mach ein bisschen langsamer und beim Sport konnte man sich entschuldigen lassen und so. Aber ansonsten hat das wie keine Rolle gespielt. Dann kommen ab und zu so ein bisschen diese abwertenden Sprüche von meistens Männern, was ist los mit dir, Steiltag oder was? So, Ja, genau. so mein Vater. Erdbeerphase, was gibt's alles für das rote Schlamm, kenne ich auch. Ja, So als Ausdruck. furchtbar. Ja. Die ganzen Begriffe irgendwie, Besuch von Tante Rosa, deine Erdbeertage und so, es wurde irgendwie immer alles so ein bisschen komisch behandelt. Und das ist ein Punkt, der mich total bewegt, den du gerade benannt hast, dass die jungen Mädchen keine Chance haben, ihren Körper kennenzulernen, weil eben gleich von außen ein Zyklus aufgepfropft wird. Und der Pillenzyklus ist natürlich ein viel einfacher erstmal als der natürliche, weil der eben 3 Wochen lang Schwangerschaft vorgaukelt, also Hormone so konstant, kein Auf und Ab. Und dann kommt der Bruch. Und das kennen schon viele Frauen, auch die die Pille nehmen, dass sie dann voll in ein Tief fallen, emotional in ein Riesentief fallen, dann fängt die Blutung an, dann wird es ein bisschen besser, dann nimmt man ja auch die Pille schon wieder weiter. Wie war das? Ich weiß schon nicht mal mehr, wie man die Pille nimmt. Nicht immer am ersten Tag der Regel. Ja, Ich weiß auch nicht mehr. Wieder. Genau, aber meistens kommt es ja so zusammen. 7 Tage Pause, dann gehst du wieder rein in die Schwangerschaft und hast wieder 3 Wochen relativ konstante Hormonverhältnisse, die dich eben aus den Stimmungsschwankungen raushalten. Aber es sind eben eigentlich fremde Gefühle, wenn man es genau nimmt, sind es fremde Gefühle. Und du bist nicht wirklich du selbst. Und du bist eigentlich als zyklisches Wesen wie unterbrochen. Und dann der einzige Zyklus ist eben dieser Abbruch und dann geht es wieder die konstante Phase. Aber dass eben in einem natürlichen Zyklus sich die Dinge langsam verändern und nicht so abrupte Hormonabstürze in der Regel, wenn wenn wir gesund und normal und ja, im Gleichgewicht, im Balance leben, dann haben wir eben langsame Veränderungen und nicht so abrupte Hormonstürze, die uns in solche Phasen reinwerfen. Und da für die Mädchen irgendwie wie die Möglichkeit zu schaffen, dass sie ihren Körper kennenlernen, dass sie ihre Persönlichkeit in diesem zyklischen Leben kennenlernen, dass sie ihren Körper so lesen lernen, dass sie auch wissen, also wirklich auch für die Verhütung, wissen, wann bin ich fruchtbar, wann muss ich aufpassen, wann bin ich sicher. Warum habe ich manchmal totale Lust auf meinen Freund und vielleicht dessen Freund auch noch und den Postbote auch gleich noch. Und manchmal denke ich, oh, Männer, weg, fass mich nicht an. Ja. Und dass das nicht jedes Mal eine Beziehungskrise bedeutet, oh Gott, ich habe mir den falschen Mann ausgesucht. Ja, okay, wichtig. In der Zyklusphase. Total wichtig. Das ist echt ein Ding, ja. Die Frauen, die dann sagen, boah, ich könnte meinen Mann umbringen, sage ich, ja, ich kenne das, weißt du, wo du im Zyklus gerade stehst. Ja. So, kurz vor der Menstruation, die absolute Wut, Aggression, dieses ganz... Die Drachenzeit nennt man das. Ja. Ach ja, tatsächlich. Ja, absolut. Ja. Und dann diese Beziehungskrisen, so, ich könnte ihn umbringen und so. Und ich so, ja, warte mal noch ein paar Tage ab. Ja. Da gibt es ja auch eine Untersuchung dazu. Es gibt ja viele Untersuchungen dazu. Aber an eine kann ich mich erinnern, dass Frauen... Die Kriminalitätsrate der Frauen in der Zeit vor der Menstruation rapide ansteigt, weil einfach wirklich so hormonell einfach so, ich könnte sie alle umbringen. Und ja, es gibt halt dann welche, die machen das vielleicht auch wirklich so. Ach, krass. Während gleichzeitig zur Ovulation hat man mit Kellnerinnen einen Test gemacht und die quasi so um die Ovulation sind, die kriegen mehr Trinkgeld. Also die sprühen wahrlich, dass sie bereit sind für mehr und interessiert sind und das spüren. Wir sind halt Säugetiere, gell? Ja. Darf man nicht vergessen. Wir sind Säugetiere und wir reagieren unterbewusst auf so viele Feinheiten. Die sind unserem Kopf überhaupt nicht klar. Nee. Ja. Und das wird alles unterdrückt. Mit der Pille wird alles einfach genormt. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir sogar unsere Partnerwahl anders gestalten, wenn wir nicht die Pille nehmen. Also in manchen Fällen führt das Pilleabsetzen zum Bruch. Weil wir plötzlich, also eine meiner engsten Freundinnen, die konnte ihren Mann einfach nicht mehr riechen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht mehr riechen. Und es ging noch eine Weile schwierig weiter, aber dann war die Beziehung beendet.
Und das hat mich schon sehr früh damals, war ich Anfang 20, hat mich das sehr aufhorchen lassen. Da waren wir mitten in der Hebammenausbildung, so wow, krass, was macht es mit uns? Wie sehr verändert uns dieses Hormon, dass wir sogar Beziehungen in Frage stellen oder abbrechen und Menschen nicht mehr leiden können, wenn wir diese Hormone nicht mehr kriegen, mit denen wir sie kennengelernt haben. Mhm. Und damit will ich nicht sagen, dass jede Beziehung zum Scheitern verurteilt, die auf Pille begonnen wurde. Aber ich glaube, wir dürfen uns bewusst machen, dass es eine Herausforderung sein kann und dass vielleicht das wirklich eine Zäsur darstellt, wenn wir sagen, okay, wir setzen die Pille ab, nicht sofort schwanger werden und gucken, ob man wirklich Kinder, sondern eben gucken, ob man wirklich Kinder zusammen will. Erstmal warte mal ab und guck, ob du diesen Mann noch riechen kannst, bevor du dich jetzt in eine Schwangerschaft stürzt. Das war mein Ding. Ich habe sie abgesetzt und bin schwanger geworden mit meiner ersten Tochter und schon in der Schwangerschaft war klar, oh, es geht nicht, ist nicht der Mann für mich. Mhm. Und das war herausfordernd. Die Beziehung war dann 8 Monate oder 7 Monate nach der Geburt vorbei. Und auch, es ist gut, dass sie vorbei ist. Es war nicht der Mann für mich. Ich bin auch froh, dass mein Kind noch kam. Aber ja, also wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre ich da vielleicht achtsamer gewesen. Ich könnte jetzt ketzerisch aber sagen, Anina, das ist ja eigentlich total unangenehm. Ja, das ist ja das Wissen zu haben, dass mich letztendlich mein Zyklus auf- und abwerfen kann, dass ich Phasen habe, in denen ich mich zurückziehen möchte, in denen ich in mich kehre, in denen ich nicht mehr so leistungsfähig bin, ist ja Fakt. Das merken Frauen, die auf ihren Zyklus schauen, auf jeden Fall, dass es Phasen gibt, wo wir nicht sichtbar sind. Ich zum Beispiel bin wirklich weniger sichtbar auf Instagram in dieser Zeit, wo ich einfach nicht gesehen werden will. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich dann bis nachts auch arbeiten kann, wo ich ganz produktiv und kreativ bin. Das ist ja auch anstrengend. Ich könnte ja jetzt ganz ketzerisch sagen, na, das will ich nicht. Das ist mir eigentlich zu viel. Das ist doch mit der Pille viel einfacher. Ist es nicht einfacher, wenn ich sage, ich überspiele das Ganze, weil in unserer Gesellschaft ist es eh mehr toleriert, wenn ich immer auf dem gleichen Hoch bin, wenn die Dinge planbar sind, fühle ich mich auch nicht so ohnmächtig für das, was vielleicht kommt und kann besser funktionieren, oder? Ja, hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl, ob du Dinge überspielen möchtest oder nicht. Du kannst natürlich den scheinbar zunächst leichteren Weg wählen und dich quasi diesen Herausforderungen nicht stellen. Hier müssen wir in Klammern noch setzen, die Nebenwirkungen, die die Pille rein theoretisch hätte. Okay, da geht es gar nicht drauf ein, aber okay. Genau. So, jetzt mal emotional betrachtet, könnte das der einfachere Weg sein. Für viele Frauen. Es gibt ja auch welche, die sind in Depressionen mit Pille. Ne? Das ist, das ist eben auch manchmal. Aber für die meisten ist es erstmal so der Weg, in dem es irgendwie relativ sturmfrei sozusagen durch die Monate geht und so. Aber ich meine, das können wir für alles sagen. Ich kann natürlich auch als Partnerin in einer vielleicht schwierigen Beziehung sagen, ach nee, gucke ich jetzt mal lieber nicht hin, decke ich ein Tüchlein drüber. Drücke ich einfach mal weg und tue so, als wäre nichts. Also ich kann mich immer quasi für diesen Weg des Zudeckens und nicht Anguckens und nicht Hinschauens entscheiden. Meiner Erfahrung nach, jetzt bin ich Anfang 40, also ein bisschen Lebenserfahrung habe ich schon, meiner Erfahrung nach kommen die Sachen hoch, weil die sind im Untergrund, die sind ja da, die sind nicht weg, nur weil wir sie wegdrücken. Und die kommen irgendwann hoch. Und ich habe den Eindruck, dass so diese ewige Suche nach dem Sinn des Lebens und so weiter, ja, so eine Sinnsuche, die in fast allen Menschen irgendwann kommt. Ich glaube, dass ein Teil davon schon sein kann für uns Frauen, dass wir uns wirklich mit unserem Zyklus beschäftigen und dass wir uns mit unserem zyklischen Sein auseinandersetzen, ja, und dass wir die Schönheit darin erkennen, weil ich kenne das auch, dass man sich zurückziehen möchte. Aber weißt du doch auch, wie schön ist es denn, wenn man sich das auch erlauben darf, wenn man weiß, so, und jetzt ist mein erster Zyklustag, ich blute und heute trage ich kein Kind, ich möchte nicht auf den Spielplatz gehen, ich mache auch keinen Haushalt, sondern heute heißt es, wenn ich mit Kindern zu Hause bin, bei mir zum Beispiel, ich liege mit der Wärmflasche auf dem Sofa und ich lese euch ganz viel vor. Oder wir hören uns gemeinsam ein Hörspiel an. Oder wir spielen ein Kartenspiel und ich kann aber chillen in der Zeit. Und meine Kinder wissen das inzwischen und nehmen da Rücksicht drauf. Und das hat für mich so eine Schönheit, weil ich dann auch wieder anders in die Phase komme, in der ich einfach gestärkt bin und was rocken kann. Ja. Und für die Mädchen, auch für die Jungs, ist es mega wichtig, das mitzuerleben. Und zu erleben, es gibt solche und solche Tage und das ist okay. Das ist voll ein wichtiger Hinweis, weil es ist genau ja das, was in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, das Yin und Yang darstellt. Dass ich quasi diese Ölschale habe und die Flamme, das ist das Yang und die Ölschale ist das Yin und die Flamme kann ja quasi nur brennen, wenn Yin immer gefüllt ist, also der Bereich der Ruhe und der Entspannung. Und wenn quasi das nicht gefüllt ist, kann die Energie auch nicht da sein für das Aktive, fürs Handeln, für in die Tatenkraft kommen.
Und da hapert es ja. Also sich das zu erlauben, das ist echt schwer. Sich zu erlauben, in unserer Welt zu sagen, ich habe jetzt einfach Ruhe. Ich erlaube mir diese Ruhe. Ich nehme mir jetzt diese Zeit, weil ich weiß, in dem Vertrauen, es kommt wieder die andere Zeit. Es kommt wieder die Zeit, wo ich nachts aktiv bin oder wo ich viel Energie habe, wo ich am Tag 50 Sachen rock und noch 3 Kinder tragen kann. Und ich erlaube mir das, in diese Entspannung zu kommen und auf mich zu achten. Das ist ja unglaublich herausfordernd. Ich empfinde das als unglaublich herausfordernd, also auch für mein Unternehmertum, für alles, was ich tue. Dieses Wissen trage ich natürlich mit mir mit und ich weiß, dass es so ist und ich finde es jedes Mal wieder herausfordernd zu sagen, ich erlaube mir das, weil ich weiß im Vertrauen, es wird ja wieder eine andere Zeit kommen, in der ich funktioniere. Produktiver bin. Das ist die größte Selbstliebeübung, wenn man es genau nimmt. Ja, absolut. Wenn man sich das wirklich erlaubt. Und ich höre jetzt schon die Frauen, die sagen, ja, aber was soll ich machen? Ich habe einen 9-to-5-Job, ich bin angestellt, wie soll ich da, kann ich nicht den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und so, genau. Ich kann mich einmal im Monat krank schreiben lassen. I know. Ich weiß, dass das ein mega Luxus ist, wenn man sich die Tage so gestalten kann, dass man einfach Pause macht. Ja. Aber ich habe auch nicht immer so gelebt, dass ich einfach mich aufs Sofa flacken konnte, wenn mein erster Zyklustag war, sondern ich musste auch manchmal einfach da durch und in den Kreissaal und meinen Nachtdienst machen und so weiter. Aber ich habe mir dann zum Beispiel rausgenommen, eben nicht noch einen Kreissaal zu putzen oder irgendwas, sondern zu sagen, nee, heute nicht, ich brauche jetzt, ist die Geburt vorbei, jetzt setze ich mich hin und nehme eine Wärmflasche und meinen Tee und ich putze nächste Woche wieder. Das ist voll gut, weil es wird nämlich dann tatsächlich doch wieder planbar. Ja. Es wird ja dann genau wieder planbar, dass ich sage, jetzt gerade gebe ich nochmal 100% für das, was ich habe, für meine Arbeit, für die Kinder, für das, was ansteht, mit dem Wissen, ich kümmere mich später um mich selbst. Ich kümmere mich dann und lasse alles andere sein. Und das gibt wieder diese Sicherheit, dass wir wissen, es ist alles gut. Ich kann mich um mich kümmern, es ist alles planbar für mich, ich komme nicht in diese Ohnmacht rein, in diese Verzweiflung, oh Gott, wie soll das alles funktionieren, sondern ich kann mich wieder um mich kümmern. Voll. Und es ist tatsächlich, ich finde, für Unternehmerinnen voll wichtig zu wissen und ihren Zyklus ein bisschen zu kennen, weil wir wirklich bestimmte Dinge auf die Phasen legen können, in denen es uns gut geht und eben nicht in die Blutungsphase rein. Also ihr werdet es merken, dass Verhandlungen oder selbst ein Interview führen oder was auch immer oder ein Bewerbungsgespräch führen oder sonst was, es funktioniert besser in den guten Phasen. Und für manche Dinge braucht man auch die Drachenphase, auch das kann helfen. Die Verhandlung, die lege ich da rein, weil da bin ich einfach am meisten auf Krawall gebürstet oder da habe ich am meisten Stärke und da lasse ich mir am wenigsten sagen und mache mich nicht so klein. Genau. Und eben zu wissen, wenn ich blute, bin ich eigentlich eher die so ein bisschen... Und da gehe ich dann nicht in eine Gehaltsverhandlung rein. Also da einfach so wie die Fäden in die Hand zu nehmen und mir selber damit meinen Alltag zu erleichtern. Das ist möglich. Bedeutet eben, ich brauche ein bisschen Vorarbeit, ich muss mich ein paar Monate mit mir selber befassen, meinen Körper beobachten, meine Launen beobachten, meine Gefühle beobachten. Und das ist super. Meine Ernährungsvorlieben beobachten. Bitte? Die Ernährungsvorlieben beobachten. Oh ja, auch die Ernährungsvorlieben. Schokolade und so. Ja, es ist so vielschichtig. Da kommen so viele Dinge dazu. Ja. Wie kann ich meinen Töchtern, du hast ja auch Töchter, ich habe auch Töchter, wie kann ich die da gut hinführen? Mit dem Vertrauen in den Körper. Das Annehmen von dem, was da kommt oder auch ist. Ich meine, ich habe jetzt auch Klientinnen, da sind die Kinder oder die Mädchen gerade eben so auf dem Weg, ihre Tage zu kriegen oder haben gerade das erste Mal ihre Periode bekommen und sagen zum Beispiel so Dinge wie, ich will das nicht, ich will weiterhin Kind sein. Das ist komisch, ich fühle mich damit unwohl. Ich glaube, für viele Mädels ist das eine riesen Herausforderung, so in diesem Übergang. Und ich bin selber als Mutter auch erst so in dieser Phase, wo das alles beginnt und habe da echt auch meine Herausforderungen damit, weil ich mir das immer alles so schön vorgestellt habe, so wenn auch dann die erste Tochter ihre Blutung kriegt und dann bin ich die Mutter, die sich schon mit dem Zyklus befasst hat und wir sind wirklich ich bin immer sehr offen damit umgegangen, die hat schon als ganz kleines Kind mitbekommen, dass ich einmal im Monat blute und ich habe das einfach normal angesprochen, die hat gesehen, wie ich Binden wechsle und so weiter. Auch die Kleinen, die sind da so fein damit, das ist irgendwie nichts Fremdes oder Erschreckendes. Und dachte immer so, dann läuft es irgendwie easy peasy und die nehmen das einfach an. Und dabei vergessen wir aber, glaube ich, dass einfach unser ganzes Lebenskonzept, unsere ganze Gesellschaft, die ist eben nicht so eine Red-Tent-Mentalität. Ja, es gibt Kulturen, da ziehen sich die Frauen ins Red-Tent zurück, in ein rotes Zelt, während sie bluten. Und dann sitzen die dort und machen Kräuter, Suits und machen Fußbäder und Fußmassagen, flechten sich die Haare, singen Lieder, machen Meditationen. Also alles, was irgendwie nährt und stärkt, unsere Frauenkreisenergie, wir alle zusammen. Hey, da leben wir nicht. Das ist einfach, da leben wir nicht. Richtig. Und deshalb ist das glaube ich, gilt es nur anzuerkennen. Es ist für die Mädchen trotzdem eine Herausforderung. Die können noch so wach und offen damit umgehen und groß werden.
der Alltag mit so einer Blutung ist für die Mädchen, wenn sie dann in die Schule gehen und dann wollen sie reiten gehen und dann wollen sie schwimmen gehen und dann wollen sie in Urlaub fahren und Klassenfahrt und so, das ist eine Herausforderung. Und ich weiß es noch nicht so richtig. Ich bin selber dabei rauszukriegen, wie gehen wir gut damit um, wie kann ich sie stärken, einfach schauen, was braucht es für Hygieneprodukte, dass es gut läuft und so weiter. Darf ich auch nicht meine eigenen Dinge überstülpen, sondern muss ihr einfach die ganze Bandbreite anbieten. Und dann, für mich ist dann ein Kompromiss zum Beispiel zu sagen, okay, OBs finde ich eigentlich so cool, dann nimm die aus dem Bioladen. Das ist zumindest keine glyphosat-verseuchte Schrottbaumwolle, sondern es ist biologische Baumwolle, die in deinen Körper kommt. In der Hoffnung aber eben nicht dogmatisch zu sagen, nee, Tampons gehen gar nicht. Ja. Einfach um zu sehen, das Mädchen ist in einer anderen Situation als ich, als erwachsene Mutter und selbstständige Unternehmerin. Ich kann es ganz anders eintakten als sie. Ja. Und ich glaube, wir können nur viel ins Gespräch gehen und anerkennen, dass es sie stresst und nicht sagen, hey, aber das ist was Tolles, jetzt sieh das doch mal so, das ist doch ein Wunder, du bist doch eine Frau und so. Kann man alles auch machen. Und wie so immer. Ich weiß, es Genau. nervt. Das anerkennen, was ist. Ja. Annehmen, was ist. Ja, Emotionen annehmen, was ist. Voll. Und vorleben. Du hast es gerade gesagt, Vorleben. das Vorleben einfach so, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind und dass wir das, was gerade uns entgegenschwappt an Emotionen mit ich mag das nicht, das ist schwierig und so, das anzunehmen, wie es ist, ohne es zu negieren und zu sagen, doch, du musst. Ja. Und ohne es ändern zu wollen. Wir können auch als Mama nicht immer eine Lösung bieten. Man kann einfach manchmal sagen, voller Scheiß, ja, voll ätzend, verstehe ich voll, dass dich das nervt. Ja. Und sie sein lassen damit und nicht versuchen, ach komm, aber jetzt sieh doch mal das Schöne. Sondern wirklich, ja, heute nervt es dich voll. Was mach mal, was würde dir helfen? Okay, Chips und ein Film. Alles klar. Geil. Also, weißt du so? Ja, genau. Mehr habe ich gerade auch nicht in petto als Lösung. Aber sie einfach das Scheiße finden lassen. Ja. In der Hoffnung, dass sie irgendwann dahin kommt, dass sie, wenn sich's eingespielt hat und so, das wird was anderes werden. Ich glaube, es wird auch noch mal was anderes, wenn es nachher um Fruchtbarkeit und nicht schwanger sein und so geht. Also dann hat ja eine Regel oft auch was Gutes. Okay, nicht schwanger. Also nicht, dass man es drauf anlegen sollte, jeden Monat ein russisch Roulette zu spielen. Ja. Aber also das erlebe ich eben von Frauen, die wirklich dann in einer Beziehung sind, regelmäßig Sex haben oder überhaupt Frauen, die Sex haben, dass es wie wichtig ist, dass eine Blutung kommt. Man macht auch diese Pillenpause übrigens nur, um die Blutung auszulösen, weil die Frauen in ihrem Kopf entspannter sind, wenn sie einmal im Monat bluten. Ja, weil das einfach körperlich, in uns drin, genau. Es ist in uns drin verankert, dass es normal ist, ne? Dass es einfach zu uns dazugehört. Ja, es gibt uns den Rhythmus und es zeigt uns, okay, alles normal. Genau. So, ich bin nicht schwanger, es blutet, es ist gut. Was für eine Manipulation eigentlich, ja. Ja, voll. Was für eine Manipulation. Voll. Ich wollte gerade noch was sagen. Ich hatte es gerade noch auf den Lippen, jetzt habe ich es leider wieder vergessen. Vielleicht fällt es mir noch ein. Fällt wieder ein. Ja, fällt mir wieder ein. Und ich glaube, das Vorleben, dass man selber damit gut umgeht und sich selber Gutes tut, das, glaube ich, ist auch mega wichtig. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Weißt du, nämlich auch die Tatsache, dass wenn wir es, mir geht es im Kopf gerade um das Annehmen. Das Annehmen, wie es ist. Und wenn wir es nämlich nicht annehmen können, das ist ja auch eine Tatsache, die wir feststellen dürfen und die man weiß, in dem Moment, wo wir uns selber nicht annehmen, blockieren wir ja was in unserem Körper und das Blockieren löst PMS aus, löst verschiedenste Erkrankungen aus, die man ja dann wieder darauf, diese Blockade hinweisen kann. Und ich denke auch mit diesem Gedanken zu wissen, es bringt mir wirklich nicht nur auf psychologischer Ebene, sondern auch auf physischer Ebene überhaupt nichts, das zu leugnen, wenn es Kacke ist, sondern es immer anzunehmen, das heilt mich, es hält mich gesund, es lässt meine ganzen, es ist nicht so, dass ich einen Pfropfen in mir drin habe oder einen Stein in mir drin habe, der eigentlich alles erschwert, sondern wenn ich es einfach fließen lassen kann, den Frust, die Tränen, dann ist es einfach nur förderlich für mich und zwar in jeder Hinsicht. Ja. Und zu wissen, es kommt wieder eine andere Phase. Ja, genau. Die Blutung hört wieder auf und dann kommt auch launemäßig wieder was anderes und das ist gut. Ja. Anina, ich danke dir. Wir haben noch so viel zu sprechen. Ich freue mich, dass du da warst. Ich würde sagen, für alle, die jetzt hier dabei gewesen sind, wir schließen einfach jetzt mal hier unsere Folge. Ich freue mich schon auf das nächste, was kommt. Wir haben einiges in petto. Wir können wieder mal abstimmen lassen, was die Frauen da draußen interessiert. Schön, dass du da warst, dass du deine Erfahrungen und Kompetenzen hier mit den Mamas und mit den Frauen natürlich teilst, die zuhören. Und ich freue mich auf ganz bald. Vielen Dank für den schönen Rahmen, Mann. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.
Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de/40-Sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao. Und natürlich auch mag ich dir hier an dieser Stelle meine von Herzen kommende Herzensempfehlung geben, Anina zu kontaktieren bei allen Fragen, die du rund um Weiblichkeit und Frausein hast. Anina ist Hebamme. Sie begleitet dich auf diesem ganzen Weg der Schwangerschaft, Geburt, Nachsorge. Sie gibt Mother Blessings, Massagen, alles, was es braucht, um sich als Frau und werdende Mutter und Mutter in diese Rolle und in dieses Gefühl und in diese große Aufgabe, die es da eben gibt, hineinzufinden und hineinzuwachsen. Sie ist außerdem spirituelle Frauenbegleiterin und gibt Frauenkreise, was ich grundsätzlich jeder Frau empfehle, bei mindestens einem Frauenkreis teilgenommen zu haben und sich mit Frauen von Herzen zu verbinden. Du erreichst Anina unter www.die-würdevolle-geburt.de oder auf ihrem Instagram-Account, das ist auch @die-würdevolle-geburt. Wenn du also eine Frage rund um Frausein und Weiblichkeit hast, wende dich an Anina. Sie ist immer für dich da und gibt dir den besten Rat, den sie dir geben kann. Authentisch, würdevoll, ehrlich und von Herzen.